Du möchtest die Hölle widerlegen? Das geht. Die Hölle, die wird nicht in der Bibel gelehrt, aber man kann mit der Bibel die Hölle entkräften. Man muss nur die Bibel ernst nehmen lernen. Und dann verschwindet die Hölle aus der Bibel. Die Hölle wird an vielen Orten gelehrt. Und das nicht erst seit gestern, sondern die Hölle wird ganz lange gelehrt. Aber wo sie nicht gelehrt wird, ist in der Bibel, weder im Alten noch im Neuen Testament. Aber genau das soll die Hölle sein. Ein biblischer Fakt. Es soll Fakt sein, dass Gott Menschen, die nicht genauso glauben, wie in deiner Gemeinschaft gelehrt wird, er diese Menschen auf ewig peinigt in der Hölle. Und diese Idee einer Hölle, die wurde in so mancher Gemeinschaft sogar zu einer Säule der Wahrheit. Also man hat behauptet, also wenn du nicht an der Hölle glaubst, dann kannst du nicht richtig Christ sein, dann bist du nicht mehr biblisch in deinem Denken. Weil man behauptet steif und fest, dass die Hölle in der Bibel gelehrt wird. Was aber, wenn ich dir sage, dass die Hölle in der Bibel nicht gelehrt wird? Und das kann man alles in einem einzigen Video nicht beantworten, was dann für Fragen hochkommen. Aber ich werde versuchen, so ein paar Mechanismen aufzuzeigen in diesem Video, die dir dabei helfen können, diese Frage selbst nachzugehen. Und dann wäre schon vieles gewonnen. Das Erste, was man machen sollte, ist, wenn jemand von einer Hölle spricht, zu sagen, Moment, wo steht das in der Bibel und welche Wörter werden genutzt? Und dann muss man aufpassen, wenn man das Wort Hölle nimmt, dann ist das ein Wort, ein Begriff. Und findet man diesen Begriff in der Bibel? Und ja, in manchen Übersetzungen steht das Wort Hölle. Aber je nach Übersetzung steht es mal hier, mal dort und es gibt viele Übersetzungen, in denen das Wort Hölle nicht ein einziges Mal erscheint. Und das hat einen sehr guten Grund. Wenn man also denkt, das Wort Hölle, das muss man in der Bibel zurückfinden, der kann enttäuscht werden. Denn je näher eine Bibelübersetzung beim ursprünglichen Text ist, also beim Hebräischen im Alten Testament oder je näher es beim Griechischen vom Neuen Testament ist, desto öfter verschwindet das Wort Hölle aus diesen Übersetzungen. Und der Grund ist ganz simpel, es gibt nämlich in den Grundsprachen der Bibel kein Wort, das all das beinhaltet, was man normalerweise mit einer Hölle verknüpft. Das heißt, der Begriff Hölle findet sich nicht mit einer eindeutigen Entsprechung in den ursprünglichen Sprachen der Bibel. Die erste Erkenntnis ist also, dass der Begriff Hölle ein Kunstwort ist, ein künstlich erzeugter Begriff. Und dieses Wort wird jetzt für die Übersetzung von mehreren unterschiedlichen Wörtern der Bibel aus den Grundsprachen genutzt als Übersetzung. Das heißt, das Wort Hölle erscheint zum Beispiel im Neuen Testament als Übersetzung von 3 verschiedenen Begriffen. Und da ist zuerst der Begriff Hades, dann der Begriff Gehenna und dann der Begriff Tartarus. Und alle diese 3 Begriffe, die werden mal mit Hölle übersetzt oder in anderen Übersetzungen auch mit etwas anderem oder sie werden nicht übersetzt wiedergegeben. Das heißt, sie werden in Deutsch oder Englisch nur transkribiert, um anzugeben, dass hier ein bestimmtes Wort steht, und das Wort, das tönt so und so. Gehenna zum Beispiel ist nur eine Transkribierung vom hebräischen Gehinnom, was Tal von Hinnom bedeutet. Also es gibt verschiedene Begriffe, die in manchen Übersetzungen alle wahlweise willkürlich mit Hölle übersetzt werden, sodass plötzlich, was für ein Begriff gilt, auch für andere Begriffe gelten muss. Man würfelt also verschiedene Begriffe zusammen und baut daraus ein Abbild von was man selbst bereits denkt. Es ist nicht etwas, was man aus der Schrift herauslesen kann, sondern man legt es zuerst in die Bibel hinein und sagt,
das ist die Hölle, das ist aber auch die Hölle, das ist auch die Hölle, in dieser Stelle nicht, in dieser Stelle schon. Und so baut man sich das eigene Glaubensverständnis auf. Aber das Glaubensverständnis wird über die Bibel hinüberprojiziert und kann nicht herausgelesen werden. Warum ist das so? Nun, wenn ich jetzt diese Begriffe, die alle mit Hölle übersetzt werden, der Begriff Hades, der Begriff Gehenna, der Begriff Tartarus, in der Bibel selbst nachschlage, dann findet bei jeder dieser Begriffe nicht all das statt, was man gemeinhin mit der Hölle in Verbindung bringt. Das heißt, man kann höchstens sagen, es tönt so in ähnlich wie ein bisschen von den Ideen, die wir über die Hölle hatten. Also wenn Feuer genannt wird, dann muss alles Feuer plötzlich mit der Hölle zu tun haben, auch wenn es viele andere Feuer gegeben hat und geben wird. Also man ist sehr willkürlich in der Auslegung, weil man zuerst eine Einlegung macht. Man macht zuerst eine Begriffszuordnung, die Hölle, man geht davon aus, dass die wahr ist, liest sich hier. Und die Hölle liest sich dort. Und dann ist man etwas anderes am tun als Bibelauslegung. Man nimmt an, dass dort die Hölle erwähnt ist, weil es so ähnlich tönt. Aber man muss umgekehrt vorgehen. Man muss schauen, wo wird denn in der Bibel eine Hölle gelehrt? Also in welchem Abschnitt, in welchem Kapitel, in welchem Teil der Bibel wird dann konkret eine Hölle erklärt. Und mit Hölle meine ich dann die traditionelle Ideen über eine Hölle. Also dann muss ja da stehen, wer nicht an Jesus glaubt, landet in der Hölle oder so etwas. Es muss konkret werden. Und das Wort Hölle wird dann aus verschiedenen Ideen zusammengesetzt, aber nirgendwo steht in der Bibel selbst, im Grundtext, es gibt so etwas wie eine Hölle, das ist Feuer, Gott quält dich da für alle Ewigkeit. Das wird abgeleitet, nachdem dass man es hineingelegt hat. Also das Wort Hölle nachzugehen, ist wichtig. Reden wir also noch etwas über diese Begriffe. Also, der erste Begriff, Hades. Was ist das? Hades ist ein griechisches Wort. Es wird manchmal übersetzt mit Totenreich, so wie es die Griechen in ihren Mythologien gemacht haben. Aber die Bibel ist nicht eine Form von griechischer Mythologie und das Wort Totenreich, wie es manchmal übersetzt wird, das weckt den Anschein, als geht es da um ein Reich, ein Königreich, worin Toten leben. Aber die Bibel ist viel nüchterner und sagt, Tote leben nicht. Das heißt, man lebt jetzt, man stirbt und wenn man gestorben ist, dann ist man anschließend tot. Gibt es Leben nach dem Tod? Ja, es gibt Leben nach dieser Periode, dass man tot ist, durch Auferstehung. Das ist, was die Bibel sagt. Gibt es Leben nach dem Sterben? Nein, nach dem Sterben ist man tot. Sterben ist der Prozess vom Leben hinüber in den Tod, vom einen Zustand in den anderen Zustand. Und der Todeszustand, der ist der Gegensatz von Leben. Und wo ist man dann? Naja, man sagt im Sheol, im Alten Testament, im Hebräischen. Und das ist nahe verwandt mit dem Begriff Sha'al, das heißt Fragen. Man könnte interpretieren und sagen, dass Sheol ist der Ort, wo die Toten sind. Und man hätte noch viel Fragen dazu, denn so genau weiß man es nicht. Niemand, der einfach stirbt, kann man folgen und sie kommen auch nicht zurück. Ja, also das wäre schon außerordentlich. Und im Neuen Testament das Wort Hades ist vielleicht eher verwandt mit Aidein und heißt dann nicht wahrnehmbar. Also auch das eine sehr nüchterne Betrachtung von dem, was das Wort heißen kann. Der Hades, das ist der Ort, wo die Toten sind, man kann sie nicht mehr sehen, man kann sie nicht mehr wahrnehmen, sie sind weg. Also der Hades und Sheol zusammen, das ist der Ort, wo die Toten sind. Es wird nirgendwo mit Peinigung, nirgendwo mit Flammen und Hölle in Verbindung gebracht. Es geht nie darum, dass man ungläubig ist und dann in dem Hades landet. Man landet in den Hades, weil man stirbt. Und man stirbt nicht, weil man Christ oder nicht Christ ist, sondern weil man Mensch ist. Sterblichkeit ist das, was uns allen anhängt. Das heißt, wir leben und wir sind sterblich, also wir sterben vorzu und irgendwann sterben wir richtig und nachher leben wir nicht mehr. Und das findet sich überall bestätigt. Nimm dir die Mühe, suche ein Konkordanz auf das Hebräische, schlage diese paar hundert Stellen nach und sichte,
wie das ist. Also glaube nicht mir, sondern prüfe selbst, was das bedeutet. Du wirst nie etwas anderes finden, kann ich dir sagen, als das, was mit dem Tod zu tun hat. Wo sind die Toten? Hiob nennt das etwas wie das Versammlungshaus aller Lebendigen. Und da gehen alle Menschen hin. Also der Tod ist der große Gleichschalter zwischen Reich und Arm und alle anderen Variationen. Und es gibt im Neuen Testament genau die gleiche Bedeutung. Es gibt eine Ausnahme und das ist die Geschichte vom reichen Mann und Lazarus. Auch da wird das Wort Hades benutzt. Aber das ist keine Berichterstattung aus der Hölle. Es gibt bereits mehrere Videos zu diesem Abschnitt hier auf diesem Kanal. Sondern das ist eine Geschichte, eine rabbinische Geschichte, die Jesus zitiert, um den Zuhörern, das sind nämlich die geistlichen Führer, Pharisäer, Schriftgelehrten, um die aufzuzeigen, wie sie selbstgerecht in dieser Welt unterwegs sind und ihre Aufgabe nicht wahrnehmen. Also das ist heftige Kritik. Und Jesus nennt das, und das wird von Höllebefürwortern ausgelegt, als das ist eine Berichterstattung aus der Hölle. Ist es nicht. Es ist eine Bildsprache, es ist ein Gleichnis und das wird in anderen Videos ganz deutlich, Schritt für Schritt erklärt. Gehen wir zum nächsten Wort. Jetzt kommen wir zum Wort Gehenna. Gehenna findet man vor allem in den Evangelien und einmal in einer Bildsprache noch im Jakobusbrief. In den Evangelien spricht Jesus davon. Also Jesus hat von der Gehenna gesprochen. Und da, wo Gehenna im Griechischen steht, da ist es in manchen Übersetzungen mit Hölle übersetzt. Aber Jesus sprach nicht von einer Hölle, er sprach von der Gehenna und das war eine direkte Referenz an das Alte Testament. Und dort wurde von dem Tal von Hinnom, von dem Gehinnom gesprochen. Und das Wort wurde auch genutzt in den messianischen Erwartungen. Und das messianische Königreich, das im Alten Testament verheißen wurde, das kommt mit Jesus nahe. Das Königreich der Himmel, davon sprach Daniel, ist nahe gekommen. So beginnt Jesus in Matthäus 4, Vers 17 seine Predigt, seine Verkündigung. Das Wort, das Königreich der Himmel, dass das nahe gekommen ist. Und das war einst weit weg und jetzt kommt es nahe. In den Evangelien spricht Jesus zu Juden über die jüdische Erwartung. Er spricht als Messias über das bevorstehende messianische Königreich. Und in den Berichten der Propheten über dieses Königreich wird auch das Tal von Hinnom genannt. Und die Referenz, die steht im letzten Vers vom Jesaja-Buch und Jesus zitiert das mit der Gehenna und referiert dann, beschreibt die Gehenna dann als genau das, womit Jesaja sein Buch aufgehört hat. Also da, wo das Feuer nicht erlischt und der Wurm nicht stirbt. Davon hat Jesaja gesprochen und Jesus zitiert das und sagt, das ist die Gehenna. So, jetzt gibt es zu dem Begriff Gehenna auf diesem Kanal bereits mehrere Videos. Also wenn es dir unklar ist, was das genau heißt, du willst weitere Informationen, suche die Videos, schaue die Videos, schau auch auf dem kernbeißer.ch auf dieser Website, da findest du zu allen Themen, die hier genannt sind, weitere Texte, Auslegungen und viele, viele Bibelverweise. Damit kannst du dich dann selbst auf dem Weg zu einem besseren Verständnis machen. Jesus spricht also von Gehenna, aber man muss auch hier genau dieselben Fehler wie vorhin vermeiden. Man muss nicht davon ausgehen, dass es die Hölle gibt und dann Bibelstellen zu suchen, wo es ähnlich tönt, sondern man muss umgekehrt vorgehen und sagen, was lehrt denn die Bibel zu diesem Begriff? Und dann kritisch fragen, stimmt das jetzt mit allen Sachen überein, die mit der Hölle gemeinhin in Verbindung gebracht werden? Denn Jesus spricht von etwas, wovon die Propheten sprachen, aber im Alten Testament findest du keine Höllebeschreibung. Es gab keine Hölle im Alten Testament. Die Hölle, die kommt sozusagen mit Jesus. Nicht durch das Neue Testament, nicht weil es dort steht, sondern weil es
die Tradition so interpretiert und hineingelegt hat. Also man muss kritisch lernen, denken über diese Begriffe und nicht sagen, ich gehe von der Hölle aus und so tönt es ähnlich und dort tönt es ähnlich und dort tönt es ähnlich. Aber diese Stelle, wo ich erwähne, die werden in der Bibel selbst nie miteinander verknüpft. Und so geht es darum, diese unheilige Verknüpfung von Ideen zu entwirren und dann zu schauen, was heißt es denn für diese einzelnen Begriffe. Und Jesus referiert mit dem Wort Gehenna an Verheißungen für Israel, an einen prophetischen Kontext und diese muss man kennen. Und man kann diese jetzt auf die Spur kommen durch einen Vergleich von Markus 9, 42 bis 48 und etwa Jesaja 66, Vers 24, der letzte Vers des Buches. Da wird eine Phrase genutzt, die Jesus in Markus dann zitiert und er sagt, die Gehenna, das ist dort und dort, dann zitiert dann diesen Vers von Jesaja und somit ist der Begriff Gehenna fest verlinkt mit einer messianischen Verheißung und etwas, was passiert. Es steht nirgendwo, dass das ein Todeszustand ist. Es steht nirgendwo, dass das eine Hölle ist, dass jemand gequält wird. Also wenn der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt, dann geht es um das Tal von Hinnom. Und im Messianischen Reich, da werden Völker kommen nach Jerusalem. Jerusalem wird über alle Völker erhoben sein und die Völker werden kommen. Sie werden zum Teil durch dieses Tal von Hinnom zu Jerusalem hinaufgehen und dort werden die Leichen der Übertreter zu finden sein. Deswegen gibt es Feuer, die werden verbrannt. Und weil es so viele Leichen gibt, gibt es da auch Würmer. Das ist alles auf dieser Erde, nicht in einem Jenseits. Das ist eine prophetische Erklärung, die Sinn macht. Und etwas anderes steht auch im Text der Evangelien nicht. Also man muss schauen, was wird denn genannt? Und wenn es irgendwo noch etwas von Zähneklappern hat, dann geht man immer davon aus, die Leute, die in der Hölle sind, die haben so heiß, dass die mit den Zähnen klappern. Das ist etwas seltsam, denn Zähneklappern ist eigentlich nur bei Kälte. Also wenn dann Zähneklappern irgendwo erwähnt ist, dann geht man davon aus, die Leute sind in der Hölle, die werden dort gepeinigt und die klappern jetzt mit den Zähnen. Nichts ist wahr von dem, was man da hineininterpretiert. Wenn man aber im prophetischen Kontext schaut, dann weiß man, dass die Leute hinaufgehen nach Jerusalem, dort die Gerechtigkeit sehen, dass da Menschen umgebracht werden, die Widerstrebenden, und dann ziehen die vorbei und sind mit Abscheu erfüllt und klappern mit den Zähnen. Es steht nirgendwo, dass in der Hölle Menschen mit Zähnen klappern. Es sind die Leute, die auf der Erde im messianischen Zeit vorbeiziehen und mit den Zähnen klappern, ob dem, was sie sehen. Sie bibbern vor Angst. Und das ist etwas anderes, als auf ewig gequält sein in der Hölle. Schauen wir jetzt noch den letzten Begriff an. Jetzt gibt es noch einen Begriff, den wir anschauen müssen. Und das ist ein Wort, das Petrus in einem seiner Briefe erwähnt hat. Das ist das Wort Tartarus. Aber Petrus hat nicht direkt über Tartarus gesprochen, sondern über ein Verb, Tartaroo, und das heißt so viel wie in den Tartarus werfen. Also leicht anders. Er hat nicht einen Ort beschrieben, sondern hat eine Tätigkeit beschrieben. Und Petrus erwähnt das nur einmal und Luther hat da mit Hölle übersetzt. Hölle übersetzt, wie er auch das Wort Gehenna mit Hölle übersetzt hat und Hades mit Hölle übersetzt hat. Also ein drittes Wort, das recht willkürlich jetzt plötzlich all das Verständnis mittragen sollte, was gemeinhin in der Tradition mit einer Hölle verknüpft wird. Und das ist ein Problem, denn die Hölle, wenn man einfach rein die Stelle nachliest, wo Petrus darüber spricht, da gibt es keine Höllebeschreibung. Es wird nichts erklärt. Es ist ganz offenbar eine Referenz, aber nicht an eine Hölle, die eindeutig nirgendwo in der Bibel beschrieben wird. Das Wort Tartaroo wird nirgendwo mit Gehenna verknüpft, die beiden Wörter werden nirgendwo mit Hades verknüpft. Es sind keine Verknüpfungen da in der Bibel, aber in der Tradition. Und so kommt es, dass auch dieser Begriff fehlinterpretiert wird, wenn man die Idee einer Hölle hinüberstülpt.
reden wir noch etwas über einen weiteren Begriff, der gerne als Hölle genutzt wird. Und das ist der Begriff Feuersee. Wir finden diesen Begriff im letzten Buch der Bibel in Offenbarung Kapitel 20. Der Feuersee, der dort erwähnt wird, ist tatsächlich ein See des Feuers. Und Feuer, ja, man denkt an die Hölle und sagt, ja, dann ist Feuer, alles was Feuer heißt, das ist Hölle. Und so wird die Hölle auf den Feuersee projiziert. Aber der Feuersee wird nie zum Beispiel mit der Gehenna in Verbindung gebracht oder mit einem anderen Begriff, was eindeutig als Hölle erkennbar ist. Denn es gibt keinen eindeutigen Höllebegriff. Man versammelt also verschiedene Eindrücke, wie zum Beispiel, wenn ein Feuer brennt, dann ist das wohl die Hölle. Dann wird das so interpretiert und dann auf diesen Begriff gelegt. Aber wenn ich einfach diese Bibelstelle für sich lese, dann ist zwar die Rede von einem Feuersee, aber ich muss nicht, koste was es kostet, einfach eine mittelalterliche Hölle daraus lesen, denn das ist es nicht. Der Feuersee ist für die Menschen der zweite Tod, das wird so genannt. Das heißt, Menschen, die vor dem großen weißen Thron stehen, auch in Offenbarung 20 erwähnt, das waren die Menschen, die bis dahin tot waren, und dann stehen die Toten sozusagen, das ist ein Rückverweis auf die Menschen, die noch nicht auferstanden waren, die stehen vor dem großen weißen Thron, und wenn man nicht gefunden wird im Buch des Lebens, dann wird man in den Feuersee geworfen, und das ist der zweite Tod, der Feuersee. Das heißt, die einst Toten, die werden beurteilt, übrigens nicht nach Glaube, sondern nach Werken. So in allen Gerichten Gottes geht es nirgendwo um Glaube an Jesus. Es geht immer darum, was man in diesem Leben getan oder eben nicht getan hat. Es sind die Werken. Es ist die gleichschaltende Gerechtigkeit, die bei diesen Gerichten hervorkommt. Nicht eine ewige Konsequenz von weiß ich was, sondern diese Menschen werden gerichtet, werden sie nicht gefunden im Buch des Lebens, dann werden sie in den Feuersee geworfen, was Ursache ist für den zweiten Tod, für das zweite Mal sterben. Und was sind die Menschen dann? Tot. Werden sie gequält? Nein, Tote können nicht gequält werden. Tote sind tot. Sie haben kein Bewusstsein. Durchgehend. Und das ist das, was von Menschen geschrieben ist. Und so ist auch der Feuersee keine Hölle. Und dann ist natürlich die Frage, wenn das im letzten Bibelbuch steht, hört es denn damit auf? Das sieht ja wie endlos aus. Und dann muss man noch die letzte Frage beantworten, ist der Feuersee das letzte? Und wer darin gelandet, kommt nie wieder raus. Und das ist nicht der Fall. Der Feuersee ist nicht das letzte Wort. Im ersten Buch der Bibel findet man nicht die ersten Dinge und im letzten Buch der Bibel findet man nicht die letzten Dinge. Und zu all diesen Fragen, auch rund um was ist dann das Letzte und wie geht es weiter, gibt es bereits hier auf diesem Kanal Videos und es gibt gute Antworten auf der Website kernbeißer.ch in vielen Texten, die sich diesen Themen speziell annehmen, und da kannst du weitere Informationen holen, womit du dich selbst auf den Weg machen kannst. Also nicht mich verketzern, bemühe dich. Bemühe dich selbst, um herauszufinden, was wirklich wahr ist. Denn wenn das ein Anliegen ist, die Wahrheit zu vertreten, und ich weiß, dass da viele Evangelikale wirklich ernsthaft sich mit ihrem Glauben auseinandersetzen, aber die Hölle ist kein Pfeiler der Wahrheit. Die Hölle ist eine Fehlinterpretation. Und was es stattdessen heißen kann und warum es bei den Gerichten Gottes geht, das kann man nur selbst nachprüfen. Dafür reicht dieses Video nicht. Und ich möchte dich deswegen ermutigen, setze dich mit anderen Menschen, mit anderen Gedanken und auch mit diesen Fragen auseinander. Versuche, mehrere Bibelübersetzungen nebeneinander zu legen. Und wenn möglich, gehe zurück zum Grundtext und schaue dann, wie ein bestimmtes Wort, ein bestimmter Ausdruck, irgendetwas durch die ganze Bibel hindurch genutzt wird. Denn damit kannst du dir ein eigenes Bild bilden. Leider ist es mit der Widerlegung der Hölle allein nicht getan, denn die Hölle, die bei vielen als Pfeiler der Wahrheit gilt, ist nur eines von vielen Ideen, und die Idee der Hölle wird mit vielen anderen Themen verknüpft, warum das wichtig ist und warum das geglaubt werden muss. Zum Beispiel sagt man, die Hölle ist nötig,
unausweichlich wegen der Gerechtigkeit Gottes. Und das funktioniert so. Zuerst ist da der Gott der Liebe. Aber diese Liebe Gottes hat ein Verfalldatum nach evangelikalen Annahmen. Nämlich dann, wenn du stirbst, hast du entweder Jesus als dein Herr und Retter angenommen, oder wenn dann nicht, dann verfällt Gottes Liebe und wirst du Gottes Gerechtigkeit spüren. Und das bedauert man natürlich und sagt, ja, leider, Gott ist auch gerecht und die Gerechtigkeit Gottes ersetzt dann Gottes Liebe. Seltsame Vorstellung, aber so wird das gelehrt. Und die Hölle soll dann da sein, um die Gerechtigkeit Gottes zu erreichen. Und jetzt kann ich dir gleich sagen, dass die Hölle nie Gottes Gerechtigkeit erreicht, weil die Hölle endlos sein soll, ewig sein soll. Und das heißt, dass die Gerechtigkeit Gottes nie erreicht wird. Das ist ein Mangel und ein Widerspruch der Höllelehre. Also Hölleliebhaber, passt auf, wenn du denkst, dass es die Hölle benötigt, um Gottes Gerechtigkeit Genüge zu tun, dann ist das eine Fehlannahme. Das stammt nicht aus der Bibel, stammt aus irgendwelchen Folgerungen. Und diese Idee von Gottes Gerechtigkeit, die so eng mit der Hölle verknüpft ist nur eine von vielen weiteren Verknüpfungen. Das ist das Selbstverständnis des Glaubens. Ich glaube, damit ich nicht in der Hölle komme. So ein Quatsch. Abraham hat geglaubt, aber nicht, weil ihm mit einer Hölle gedroht wurde. Adam, der in Übertretung trat im ersten Buch Mose, was wurde ihm angedroht am Tag, dass du von dieser Frucht isst? Wirst du in die Hölle landen? Nein, ihm wurde die Sterblichkeit angedroht. Also die Sterblichkeit, der Tod ist das eigentliche Problem, nicht eine Hölle. Und die Ungerechtigkeit des Menschen, die wird durch Gottes Gerechtigkeit wettgemacht und das ist die frohe Botschaft. Das hat Gott selbst gemacht am Kreuz durch seinen Sohn. Das ist die frohe Botschaft. Und die Drohbotschaft, die da herumfabriziert wurde, die Idee einer Hölle, die hat mit der Bibel gar nichts zu tun, sondern verkennt wesentliche biblische Zusammenhänge. Und fängt man an, diese Idee der Hölle zu dekonstruieren, dann wird man ganz automatisch viele weitere Themen begegnen. Denken wir zum Beispiel an die Idee eines freien Willens. Ein absolut freier Wille, absolut frei. Das ist ein Quatsch, steht nirgendwo in der Bibel. Der Mensch ist nicht frei und ein absolut freier Wille hat nur Gott. Und genau sein freier Wille sprechen wir ihm ab, denn der Mensch und sein Wille soll stärker sein und Gott ohnmächtig machen. Wenn ich nicht will, kann Gott nichts machen. Das ist die Lehre der Hölle. Und so gibt es viele Annahmen über, wie Glauben funktioniert, wie Gerechtigkeit funktioniert, wie Gottes Reich zusammengestellt ist, was die Hölle ist, was ewiges Leben ist, wie die Ewigkeit funktioniert. 1000 andere Themen, die werden durch eine Widerlegung der Hölle in Frage gestellt. Und damit ist eine ganz gefährliche Situation entstanden, die viele Leute wie den Glaubensboden unter die Füße wegreißt. Denn man spürt, oh je, da sind ganz viele Sachen, die nicht mehr stimmen können, die ich neu angehen muss. Und das kann überwältigend sein. Dann kann man in einer Gemeinschaft stehen, die eine Abweichung der traditionellen Lehre nicht akzeptiert und ganz massiv mit Drohungen gegen dich vorgeht. Das ist sehr schwierig. Das ist schwierig, weil es zeigt sich dann und erst dann, wenn man die Hölle bezweifelt, dass die Gemeinschaft nicht auf eine frohmachende Botschaft, sondern auf eine Drohbotschaft basiert. Und die wird jetzt sogar gegen Leute der Gemeinschaft angewendet, die es wagen, selbstständig nachzudenken. Also ich kann nur ermutigen, gehe diesen Weg, du stehst nicht allein, es gibt viele Menschen, ich weiß nicht, wer dies hört und dies hören muss. Es ist anspruchsvoll. Es ist sehr anspruchsvoll, traditionelle Gedanken zu hinterfragen, aber niemand kann für dich glauben. Du stehst mit deinem Glauben allein vor deinem Gott. Und so heißt es bei Paulus in Römerbrief Kapitel 14, Vers 22. Ja, jeder hat den eigenen Glauben vor Gott. Also deine Gemeinschaft kann das nicht stellvertretend für dich tun, dein Pfarrer kann das nicht tun, nur du allein kannst diese Fragen, wenn sie für dich wichtig sind, auf den Grund gehen. Und ich habe viele Leute gekannt, die diesen Weg mühsam gegangen sind und auch solche, die einfach wieder umgekehrt sind, weil sie haben das nicht fertiggebracht, sich aus der Gemeinschaft zu verabschieden.
bis dann die Gemeinschaft sie irgendwann später doch rausgesetzt hat, weil es ist unerträglich, wenn es da Leute gibt in der Gemeinschaft, die andere Sachen glauben oder geglaubt haben und nicht linientreu mit der Gemeinschaftslehre übereinstimmen. Also es ist schwierig, wenn man einmal anfängt nachzudenken über diese Dinge, sie zu untersuchen beginnt und nicht automatisch bei den Lehrvorstellungen der Gemeinschaft zurückkommt, dann erlebt man oft, wie hart die Lehren sind. Also harte Lehren machen harte Herzen. Und ich wünsche dir, dass du eine andere Erfahrung machen kannst.